Wir, Susanne und Jan, wollen raus aus Europa und rein ins Abenteuer Afrika. Nachdem wir 2 Monate Marokko entdeckt haben, sind wir jetzt in der Westsahara angekommen. Hier erwarten uns neue Herausforderungen. Ja, das scheiß Hubdach ist kaputt. So wie es ausschaut, das ist nicht in Betrieb. Den Übergang von Marokko zur Westsahara bemerkt man kaum. Schließlich sieht Marokko einen großen Teil der Westsahara als Teil seines Landes an. Das erspart uns die Grenzkontrolle. Die Westsahara ist dünn besiedelt. Da bemerken wir dann auch das erste Mal, dass wir mehr planen müssen. So wie es ausschaut, das ist nicht in Betrieb. Die auch nicht. Und ist brandneu. Vielleicht ja. Da steht was dran. Okay, Glück gehabt. Er tankt jetzt voll. Man weiß nie genau, welche angezeigten Tankstellen wirklich funktionieren. Und die Strecken in der Westsahara können sehr lang werden. Wir stehen vor einem Dilemma. Wir sind 1 Stunde von der Stadt entfernt, also schon bereits durchgefahren und müssten jetzt weiter zur Grenze, bräuchten aber noch Bargeld. Und auf Google steht zwar, dass an der Grenze Bargeld hat, also ein ATM, aber wenn der nicht funktioniert, dann haben wir nichts. Und jetzt ist die Frage, fahren wir noch mal 1 Stunde zurück oder riskieren wir es und fahren zur Grenze? Was sagst du? Wir entscheiden uns, nochmals in die Stadt zurückzufahren, um Geld abheben zu können. Es zeigt sich, dass vorausschauende Planung immer wichtiger wird. Das gedankenlose durch die Welt fahren liegt hier jetzt nicht mehr drin. Wir sind von der Hauptstraße runter und fahren durch die Sahara. Kein Mensch hier. Und wir suchen uns mal einen Schlafplatz und schauen mal, wie weit wir kommen. Die Dünen sind schon zu sehen. Das ist ein Traum, den ich schon immer mal machen wollte. Einfach mit der Karre durch die Wüste, nichts rund um dich rum. Ja, halt in deinem Traum fest. Das Suchen nach einem idealen Schlafplatz kann manchmal ganz schön nervig sein. Oh, ist das windig. Ich hatte wie immer recht. Mitten in der Wüste, ohne Düne, irgendwo in der Nähe, die meilenweit entfernt sind, ist es viel zu windig. Deswegen müssen wir jetzt die ganzen Kilometer wieder zurückfahren auf die Straße und einen neuen Platz suchen. Danke, Jan. Bitte, Susan. Ich habe mir die Mühe gemacht, dann noch ein Hotel zu suchen. Wird leider nichts mit in der Wüste pennen. Aber ein bisschen Luxus darf ja auch sein. Leider konnte ich mich nicht lange ausruhen, sondern musste mal wieder unter den Defender klettern. Wir hatten dauernd das Quietschen von unten und ich denke, es liegt hier an der Schraube, die lose ist, die jetzt wieder hält. Bei der nächsten Fahrt sehen wir, ob das der Grund war oder nicht. Und ob du Mechaniker wirst oder nicht? Ja, ich würde sagen, ich bin Top-Mechaniker. Da kommt ja die Frage auf, warum haben wir uns für einen Defender entschieden und nicht für einen viel zuverlässigeren Toyota zum Beispiel? Nun, die einfache Antwort ist, es ist der Platz. Also gefühlt hat der Defender hinten viel mehr Platz für unsere Hunde. Und ich finde, es sieht einfach auch viel geiler aus. Aber was haltet ihr eigentlich
Findet ihr Toyota besser? Findet ihr Defender besser? Welchen würdet ihr nehmen? Oder gibt es sogar noch etwas anderes? Schreibt es in die Kommentare. Nach der harten Arbeit unter dem Auto ging es an den Strand, um ein bisschen zu entspannen. Den Hunden gefiel's. Was uns auch gefallen hat, war die Völlerei am Abend. Wir haben so viel gegessen. Wirklich. Am nächsten Tag ging es dann weiter in Richtung der mauretanischen Grenze. Und ich wollte unbedingt noch einmal versuchen, in der Wüste zu übernachten. Wir sind jetzt seit 30 Minuten, 40 Minuten. Also circa seit 2 Stunden. Überall hat es Wind, aber ich fühle es. Da vorne hinter diesem großen Berg. Es ist der 10.000. Berg. Wir haben Platz gefunden. Nicht windstill, aber ja, die Sonne geht jetzt dann runter. Und ja. Und dann das. Unser Hubdach hat durch den starken Wind an der Feder Schaden genommen. Ja, das scheiß Hubdach ist kaputt. Aber mitten im Nirgendwo. Ein Hotel, ein Schlafplatz, eine Werkstatt. Hubdach im Arsch, die Sonne geht runter, wir fahren jetzt so schnell wie möglich ins Hotel. Ja, guter Plan. Ja, erstmal aus der Wüste raus auf die Hauptstraße. In ein anscheinend extrem schäbiges Hotel, das zumindest mal nicht allzu weit entfernt ist. Ab der Hauptstraße dann noch eine halbe Stunde, weil jetzt wird es dann dunkel. Auch wenn man nicht im Dunkeln fahren sollte, Afrika präsentiert sich in der schönsten Farbenpracht. Als wir die Reviews vom schäbigen Hotel gesehen haben, haben wir uns entschlossen, noch weiter zu suchen. Zum Glück finden wir nach 1,5 Stunden Fahrt im Dunkeln direkt vor der mauretanischen Grenze ein gutes Hotel. Nur leider dürfen wir dort unsere Hunde nicht mit reinnehmen. So, wir haben die nächtliche Überfahrt geschafft. Wir stehen jetzt hier an der Grenze. Die Hunde dürfen leider nicht ins Hotel, die schlafen jetzt im Auto und dann geht es morgen nach Mauretanien. Als Vorbereitung für Mauretanien haben wir das Fisch von uns schon ausgefüllt. Das haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht, ist aber bei den Polizeikontrollen in Mauretanien das A und O. Dort steht einfach drauf dein Name, Geburtsdatum, die Nummer vom Auto, wo du hinreist, warum du überhaupt im Land bist. Und das reicht eigentlich bei den Kontrollen. Also sie wollen gar nicht deinen Pass haben, maximal die Passkopie. Aber das Allerwichtigste ist und bleibt das Fisch. Fisch mit deinen persönlichen Daten. Keine Ahnung, was sie damit anfangen wollen. Aber es ist ganz wichtig. Habt das einfach genug dabei. Wir haben jetzt sicher 100 Kopien gemacht. Haben ja auch noch unseren mobilen Drucker dabei, falls es uns ausgehen sollte. Wenn ihr Interesse habt, haben wir für euch noch eine Vorlage unter dem YouTube-Video gemacht. Einfach zum Ausfüllen für euch ausdrucken. Fertig. Also wir stehen hier vor der mauretanischen Grenze, noch in Marokko. Suchen gerade noch die letzten Unterlagen raus. Heißt Passports. Fahrzeugausweis. Wir haben auch noch die internationalen Führerscheine. Brauchen wir wahrscheinlich nicht. Was am allerwichtigsten ist diese Karte. Das ist von der marokkanischen Zoll, dass wir das Auto eingeführt haben. Und damit wir ohne Probleme wieder rauskommen, müssen wir das bei der Ausfuhr quasi auch wieder haben. Ganz wichtig. So, die Spürhunde sind durch.
Susan erledigt noch die letzten Formalitäten und dann sind wir beim marokkanischen Zoll durch. Dann geht es Richtung marokkanische Grenze. Viele sagen, dass die sehr chaotisch ist. Wir werden sehen. Na? Haben wir alles? Ja, jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir das Fisch vom Auto abgegeben. Jetzt haben wir nur noch das Kärtchen abgestempelt und 3-mal unterschrieben. Und jetzt können wir wieder. So, wir verlassen den marokkanischen Zoll. Nach 2,5 Stunden. Ja, nach 2,5 Stunden. Und man merkt, dass hier Niemandsland ist, also niemand will für die Straße bezahlen bis zum marokkanischen Zoll. Ja, ich bin einfach fasziniert, wie das die großen Trucks machen. Nach der holprigen Fahrt geht es zum mauretanischen Zoll. Da dies eine sehr lange Prozedur ist, zeigen wir euch das im nächsten Video.